Als Influencer lebt man ja schon ein gefährliches Leben. Ich meine, jederzeit könnte ich irgendwo entführt werden und erpresst werden. Nicht mit Ransomware, sondern mit echtem Geld. Und naja, lasst uns dafür ein Skript schreiben. Das ist unser heutiges Thema. Wenn irgendwas passiert in unserem Fall, wenn wir eine Weile nicht antworten, dann soll unser Skript automatisiert eine WhatsApp-Nachricht an andere Menschen schreiben. Natürlich sollte das niemand wissen, außer uns, aber das Ding können wir dann zum Beispiel auch auf dem Server laufen lassen. Und genau das machen wir hier. Das heißt, wir haben zwei Aufgaben. Wir müssen eine WhatsApp-Nachricht schreiben und wir müssen dafür sorgen, dass wir, naja, eine Weile, wenn wir nichts eingegeben haben, dass dann das Skript ausgeführt wird. Und das machen wir als erstes. Heute mit dabei für euch ist wieder unser Partner Get-in-IT. Falls ihr sie noch nicht kennt, bei Get-in-IT können so intelligente Menschen wie ihr, die sich freiwillig so eine Infobombe wie die Videos dieses Kanals hier geben, ein Konto gratis erstellen, dort eintragen, was genau sie gut können und anschließend Jobangebote bekommen. Das heißt, indem ihr einfach nur eintragt, was ihr schon könnt, suchen Firmen sich aus, wer am besten zu ihnen passt, schreiben euch dann an und ihr bekommt einen Job, der zumindest nach der Meinung der Firma ganz gut zu euch passt. Das Ganze ist für euch komplett kostenlos. Bezahlen müssen die Firmen, die euch wollen. Also, wenn ihr jetzt oder in Zukunft einen Job in der Welt der IT sucht, meldet euch gerne an. Link ist in der Beschreibung. Hey, ich will hier einmal ganz kurz mitten reingrätschen und euch sagen, wie geil ihr einfach seid. Wir haben mittlerweile über 6.500 registrierte Accounts auf der Bootstrap Academy. Ich habe gerade die Meldung Nummer 967 erhalten und mit E-Mails, Nachrichten, Kommentaren sind mehr als 2000 Meldungen eingegangen. Was wir besser machen können, was wir noch machen können, was wir fixen müssen und so weiter und so fort. Ich hätte nie mit so viel geiler Rückmeldung gerechnet. Danke dafür. Die ersten beiden größeren Bugfixes sind auch schon raus. Wenn ihr also Probleme bei der Registrierung hattet, das geht nun hoffentlich alles. Falls nicht, sagt uns das auf jeden Fall. Und ich danke euch für euer großartiges Interesse und ich freue mich noch auf sehr viel mehr. Oh, und übrigens, ab Level 15 könnt ihr selbst Webinare halten. Das heißt, wir wollen einen Input, der nach einer Weile ausgeführt wird, wenn wir nichts eingegeben haben. Egal, was wir eingeben, er soll dann abgebrochen werden, aber wenn wir 24 Stunden nichts eingeben, dann soll das quasi losgesendet werden. Und das ist unsere erste Aufgabe. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt vielleicht, denn das Problem ist, Input, also die Python-Funktion Input, hat hier an sich keine Möglichkeit, um etwas entgegenzunehmen wie, hey, wenn nach 10 Sekunden nichts eingegeben wurde, dann brich ab. Das geht nicht. Deswegen müssen wir uns das Ganze mit Multithreading tatsächlich selbst programmieren. Und dazu benutzen wir zwei tolle Bibliotheken, nämlich einmal Threading und einmal Queue. Und natürlich Time, weil wir auch noch irgendwie testen müssen, wie lange wir halt schon nichts eingegeben haben. Also die oberen beiden hier sind für Multithreading und die untere ist einfach nur zum Zeitmessen. Und ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, mehrere Funktionen zu definieren. Ich fange jetzt einfach mal an mit nicht Input, die ist schon belegt, sondern vielleicht Get Input, wo wir hier mal sagen können, hey, wir wollen einen Input lesen. Das heißt, MSG würde eigentlich reichen. Wir nehmen uns hier eine Nachricht entgegen und die wollen wir natürlich als Input-Nachricht senden. Also sozusagen, hey, gib hier irgendwas ein oder gib das Passwort ein. Und da bekommen wir dann die Antwort zurück. Das heißt, unsere Response, unsere Antwort, kriegen wir, wenn der User etwas eingibt, und zwar, wenn er die Message eingibt. Und ja, dann geben wir das Ganze aus. Und zwar geben wir das aus an unseren anderen Thread. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen mit den Threads kommunizieren lernen, denn wir brauchen hier Kommunikationskanäle. Das heißt, was wir hier haben, ist ein Channel, wo wir quasi unsere Antwort hinposten können. Das heißt, wir sagen hier channel.put und hier soll die Antwort dann landen. Das heißt, hier soll resp landen. So, das heißt, was wir machen, ist eigentlich nicht in unserem Main-Thread die Input-Output-Sachen zu definieren, sondern wir splitten das Ganze und sagen, der Thread kümmert sich darum, dass jemand anders was eingeben kann und der Thread guckt einfach nur, wie viel Zeit ist eigentlich seither vergangen. Okay, und ja, jetzt können wir hier eine Funktion definieren, die nennen wir jetzt einfach mal Timeout Input. So, Timeout Input
wo wir natürlich einmal eine Message haben, die wir dann auch wieder anzeigen und wo wir einen Timeout setzen können. Und hier drin arbeiten wir jetzt mit den Threads. Und das heißt, was wir machen ist, wir bauen erstmal so einen Kommunikationskanal, so einen Channel und den definieren wir als Q.Q. Die sind genau das. Das heißt, dass ich einfach quasi sagen kann, hey, dieser andere Thread soll bitte irgendwas noch verarbeiten können. Als nächstes sagen wir, okay, die Message soll irgendwie ausgegeben werden und wir bauen uns den Thread, so dass wir hier getInput durchführen können. Okay, also wir bauen uns unseren Thread als neuen Threading-Thread, das heißt threading.thread. Und hier kann ich jetzt angeben, wo wir starten wollen, das heißt ein Target setzen. Und Target ist natürlich die Funktion getInput. Achtung, hier keine Klammern angeben, das ist ein Function Pointer. Das heißt, wir sagen dem, hey, du startest diese Funktion, wenn wir diesen Thread hier starten. Genau, das machen wir. Und die Argumente, die wir übergeben wollen, sind natürlich zwei Sachen, nämlich einmal die Message und einmal unser Channel, damit wir quasi eine Antwort zurückgeben können. Das geben wir hier als Args hinten dran an. So, und jetzt ist das Ganze in Ordnung. Jetzt können wir den Thread einfach starten. Das heißt, thread.daemon ist gleich true, also wir starten ihn. Na, das wollte ich nicht. So, einmal kurz alles neu formatieren, damit es hier schön aussieht. Perfekt. Und jetzt müssen wir natürlich noch den Thread starten. Thread.start. Und damit haben wir den Thread gestartet. Wir haben also quasi einen Kommunikationskanal erstellt. Wir können jetzt sagen, hey Thread, nimm diese Nachricht und sag unserem Gegenüber, was er eingeben soll. Zum Beispiel, gib das Passwort ein, dann wird hier oben die Input-Funktion genau damit aufgerufen und die Antwort, die wir eingeben, wird an den Channel übergeben und der Channel ist hier ja eine Queue und das heißt, auf die haben wir dann auch wieder Zugriff. Und jetzt ist das, was wir machen, eigentlich die ganze Zeit, wir gucken nach, ob wir eine Queue bekommen haben. Wir gucken nach, ob wir eine Queue bekommen haben oder eine Nachricht in die Queue bekommen haben. Das heißt, hier unten drunter sagen wir jetzt, Achtung, hier fängt der eigentliche Thread mit dem Input hier an zu laufen. Input blockiert, das heißt, hier wird nichts weiter passieren, bis der Input eingegeben wurde. Und wir können jetzt hier drin einfach sagen, okay, wir lesen die ganze Zeit, ob schon was in unserer Queue drin ist. Falls ja, sind wir fertig. Falls nein, geht das Skript eben weiter. Das heißt, unsere Response hier drin ist über den Channel.get. Ja? Und hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, einmal blockieren und einmal das Timeout. Und hier sagen wir, okay, das soll bitte wirklich blockieren, denn wir wollen ja nichts anderes ausführen können währenddessen. Wir wollen blockieren, aber wir können hier einen Timeout angeben und das ist unser Timeout. Und wenn wir das haben, gibt es hier eine Response, nämlich die Response, die wir zurückgeben wollen. Und unsere Exception, die wir hier haben können, deswegen hier das Try oben, ist ein Q.empty. Denn Q.empty sagt mir im Endeffekt, wenn das Ding leer ist, dann habe ich keine Nachricht in meinem Zeitraum erhalten. Das heißt, ich habe das Timeout aufgerufen und ich habe keine Nachricht seither bekommen. Dann printen wir hier nicht rechtzeitig geantwortet. Das ist, wie gesagt, der erste Teil von unserem Video. Der zweite kommt sofort. Nicht rechtzeitig geantwortet. So, und ja, dann return, wenn wir soweit fertig sind. Return. Eigentlich kommen wir hier unten niemals hin, oder? Eigentlich können wir hier einen leeren String zurückgeben. So, was wir jetzt hier machen ist, wir testen das Ganze erstmal. Also damit wir diesen Teil hier abgehakt haben. If name gleich main. Rufen wir Timeout-Input auf mit gib das Passwort ein und zwar in den nächsten 5 Sekunden. Okay, also was passiert ist folgendes. Wir wollen hier natürlich noch das Print außenrum setzen. Und eigentlich brauchen wir Time doch nicht, merke ich gerade. So. Und wenn wir das jetzt hier sagen, dann heißt es, gib das Passwort ein. Ich gebe ABC ein. Und wir sehen hier, ABC wird mir ganz normal ausgegeben. Es unterscheidet sich sozusagen überhaupt nicht von einem ganz normalen Input. Wenn ich jetzt allerdings das Ganze laufen lasse und 1, 2, 3, 4, 5, oh, nicht rechtzeitig. Und dann sehen wir hier, boom, wir haben einen Fehler bekommen. Ein Fatal Python Error, buffered busy, could not acquire log, bla bla bla. Das sollte was anderes sein. Possibly due to daemon threads. Okay. Ja, wir haben irgendwelche Dämonen vergessen, aber passiert manchmal. Was wir hier auf jeden Fall machen sollten,
ist vielleicht noch vorher eine neue Zeile einzugeben. So, eine neue Zeile, sonst wird es ein bisschen schwierig. Und wenn er das Passwort eingegeben hat, dann passt das. So, hier ein Doppelpunkt. Und dann sieht es auch einigermaßen schön aus. Und jetzt müssen wir natürlich noch überprüfen, ist denn das Passwort wirklich das Passwort? Und unser Passwort, das sicherste Passwort auf der ganzen Welt, benutzt das bitte nicht. Das war ironisch gemeint und ein Scherz. Das ist abcde. Ja, Quatsch, kann gleich. So. So. Und jetzt geben wir hier abcde ein und wir haben das richtige Passwort. Aber alternativ können wir auch einfach 5 Sekunden warten und es wird mir ein Fehler ausgegeben, dass ich nicht rechtzeitig geantwortet habe. Dam. So, und das ist genau das, was ich machen möchte. Welchen Fehler haben wir denn hier noch? Achso, ja gut, das ist... Ach so, genau, das ist der von dem hier, von dem GetInput, weil er quasi terminiert wurde. Okay, das ist also Stufe 1. Jetzt Stufe 2 ist, ich muss damit, also hier drin jetzt sagen, wenn er nicht rechtzeitig geantwortet hat, initialisiere Notfallprotokoll. Das muss sich schon cool anhören, oder? Protokoll, Punkt. Und auch hier unten, wenn das Passwort falsch ist. Eigentlich könnten wir das direkt in eine Funktion packen. So. Dev Notfallprotokoll. So. Und Notfallprotokoll wird hier ausgerufen oder aufgerufen und hier natürlich auch Notfallprotokoll. Und als allererstes hier oben printen wir einmal initialisiere Notfallprotokoll. Und hier drin sagen wir dann, WhatsApp soll bitte eine Nachricht schreiben. Schlechtes Notfallprotokoll, ich weiß. Aber das ist jetzt das, was wir hier machen wollen. Weil das Skript heißt Automate Python, also lasst mich. Genau, wir wollen WhatsApp automatisieren und dazu gibt es ein tolles Python-Package und ich habe das schon mal installiert hier. PyWhatKit. Ja? Das nennt sich Import PyWhatKit und damit kann man hauptsächlich WhatsApp automatisieren. Ich werde euch jetzt einfach zeigen, wie simpel das ist. Wir gucken uns danach aber noch die technischen Sachen ein bisschen an, was genau dabei passiert. Ja, weil das ist schon sehr, sehr billig sonst. Es wäre ein bisschen schade, wenn wir damit schon fertig wären. Das heißt, was wir als erstes machen, ist natürlich pywhatkit.sendWhatMessage, also send WhatsApp Message. Hier brauchen wir die Telefonnummer. Die werde ich hier ein bisschen extern lagern, denn ich möchte... Phone Number ist gleich Phone Number. Denn ich möchte nicht, dass ihr die Telefonnummer von meiner Freundin bekommt. Wäre ein bisschen weird. Dann die Message, die wir hier übergeben. Hey, ich wurde gerade entführt. Kannst du mich eventuell retten? Fragezeichen. So. Und anschließend brauchen wir noch 2 Sachen. Achso, ja, richtig. Wenn ich das mache, dann... funktioniert das nicht mehr. So, anschließend brauchen wir noch 2 Sachen, nämlich einmal die Time Hour, wann es gesendet werden soll, und die Time Minute, wann es gesendet werden soll. Time Hour wäre jetzt das nächste, was wir halt hier initialisieren können, wäre um, sagen wir mal, 13 Uhr, sagen wir 13 Uhr 22. Ich werde euch so lange pausieren. Also 13 Uhr ist die Time Hour und Time Minute ist gleich 22. So, und das ist tatsächlich schon alles hier. So, also einmal hier die Phone Number muss ich natürlich oben drüber definieren, das mache ich hier oben. Und dann haben wir hier die Nachricht, die wir senden wollen, die Time Hour von 13, also quasi um 13 Uhr und 22 Minuten. Jetzt muss ich auch die Phone Nummer hier definieren. Währenddessen pausiere ich euch und dann starte ich das ganze Skript auch schon mal. So, und jetzt nicht erschrecken, ich habe ein bisschen arg ranzoomen müssen. Das Ganze läuft natürlich über web.whatsapp.com. Ja, darüber kann man quasi auch mobil über Browser WhatsApp bedienen. Da muss man sich vorher einloggen und man muss das vorher schon gemacht haben, sonst funktioniert das nicht. Und das Zweite ist, ihr müsst selbstverständlich hier, also was heißt selbstverständlich, ihr müsst WhatsApp oder den Browser auf eurem ersten Bildschirm ausführen, denn dieses PyWhatKit ist ein Automatisierungstool und das funktioniert ganz, ganz viel mit Browser-Automatisierung, aber auch mit Klicks. Und das ist das Verrückte hier dran und das wollte ich euch zeigen. Also ihr seht, offensichtlich hat es funktioniert, ihr könnt das selber ausprobieren. Skript ist wie gesagt wie immer auf GitHub.
Was ich aber viel interessanter finde, also ja, natürlich hat sie wieder den Fehler geworfen, das ist auch normal, weil ich habe ja hier dieses Notfallprotokoll durchgeführt, ja, das steht ja hier auch oben, nicht rechtzeitig geantwortet, initialisiere Notfallprotokoll und dann steht hier auch, in 21 Sekunden wird sich WhatsApp öffnen und nach 15 Sekunden oder nach 15 weiteren Sekunden wird die Nachricht übermittelt. So, und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, was genau passiert. Also es ist ja wirklich nur ein einziger Aufruf hier. Und das ist eigentlich der spannende Teil hier dran, wenn wir uns dieses Send What Message mal genauer angucken. Ihr könnt da draufklicken, dann seht ihr hier bei whats.py, was genau das eigentlich tut. Also, ihr könnt damit selbstverständlich auch Gruppennachrichten machen. Ihr könnt auch die Instantly Message machen, ja, dass ihr sofort das Ganze starten könnt. Und ihr habt hier noch ein paar weitere Möglichkeiten, zum Beispiel den Tab wieder zu schließen. Ihr könnt Zeiten angeben und so weiter und so fort. Aber das eigentlich Interessante ist ja erstmal, wenn wir, also erstmal hier, wenn wir keine Telefonnummer angegeben haben oder keine gültige Zeit angegeben haben, also quasi nicht von 0 bis 24 oder innerhalb von 60, dann wird das Ganze nicht gestartet. Und dann wird die aktuelle Zeit geholt, bla bla bla. Und das ist eigentlich alles nicht das, was wir haben wollen. Ja? Wir wollen ja eigentlich schon instantly haben, deswegen wäre das hier oben sehr viel besser gewesen. Kann man aber machen, wie man möchte. Ja? Also ich wollte euch quasi beide Möglichkeiten zeigen. Dann haben wir hier erstmal, okay, wir machen ein bisschen Zeitberechnung und dann haben wir hier unten die eigentliche Funktion core.sendMessage. Und man sieht hier auch, das Logging hat dazu geführt, dass PyWhatKit hier in diese Datenbank reingeschrieben hat, wem ich welche Nachricht geschickt habe. Das heißt, das ist natürlich auch so ein bisschen, sagen wir mal, mit Vorsicht zu betrachten, ja. Aber vergesst nicht, diese Dateien hier wieder zu löschen. Also pusht die nicht aus Versehen auf irgendwelche GitHub-Repositories, bitte. Gut, das nächste wäre, wir gucken uns mal Send Message an und das ist eigentlich relativ interessant. Denn wir haben hier Bodenstrich-Web von Receiver und Message gleich Message. Und dann sagen wir hier Time.sleep, Klick, also hier steht wirklich der Klick drin. Klicke bitte in die Mitte des Bildschirms, klicke in die Hälfte der Höhe. Also es hat halt buchstäblich genau, seht ihr meine Maus? Ihr seht meine Maus nicht, warum seht ihr meine Maus nicht? Es hat mir quasi hier direkt hingeklickt, ja, da wo ich jetzt gerade bin. Und das ist ein bisschen seltsam, könnte man sagen, aber es wollte sozusagen das Fenster aktivieren. Falls ich zum Beispiel noch ein anderes Fenster offen habe, bitte aktiviert das Fenster sozusagen und dann wird tatsächlich Enter gedrückt. Press Enter. Denn mit Press Enter wird die Nachricht hier geschickt. Und ich habe das davor ein bisschen anders gemacht. Ich habe das hier, also ich habe es auf meinem zweiten Bildschirm gehabt und habe dort quasi geguckt, wird die Nachricht gesendet und die Nachricht wurde wunderbar getippt und alles, aber dann ist mir plötzlich hier in meinem Code es so ergangen, dass hier einfach irgendwas gemacht wurde und ich hatte hier plötzlich 2 Leerzeichen drin oder ein Leerzeichen oder sowas. Und das hat natürlich dazu so ein bisschen, was? Und ja, im Endeffekt liegt es halt daran, dass hier geklickt wird und dann Enter gedrückt wird. So, und wir waren hier. Die eigentliche Magie passiert hier allerdings in dieser Web-Klasse, in diesem Bodenstrich-Web. Und die sehen wir hier oben unter den Imports. Wo sind wir? Stimmt nicht, ich habe gelogen. Hier oben ist Bodenstrich-Web von Receiver String und Message String. Und dann sagen wir hier, oder sagt es mir quasi, das öffnet WhatsApp im Web basierend auf dem Receiver. Das heißt, es überprüft die Nummer und öffnet dann WhatsApp, also das heißt web.whatsapp.com/send Phone ist gleich und dann kommt der Receiver und Text und dann kommt das Quote von der Message. Das heißt, was tatsächlich passiert, ist nicht, es öffnet web.whatsapp.com, sondern es öffnet eine neue Nachricht an den Empfänger. Und WhatsApp redirectet euch dann sozusagen genau dahin, wo ihr es braucht. Also die Magie ist eigentlich total simpel. Es öffnet eine URL im Browser. Also ihr könnt euch auch nochmal die Open-Funktion angucken. Ja, die ist jetzt auch nicht gerade mega mächtig. Es ist im Endeffekt in Webbrowser drin. Diese Webbrowser-Funktion, die wird hier oben aus Webbrowser importiert und das habe ich euch sogar schon mal gezeigt, das Modul. Das heißt, das eigentliche, was hier passiert, ist folgendes. Wir öffnen eine gewisse URL in unserem Browser mit den richtigen Get-Parametern, mit Phone ist gleich, dann die Telefonnummer und dann der Text ist gleich und dann die Nachricht. WhatsApp weiß, was damit zu tun ist, baut direkt eine Nachricht dafür. Und ihr müsst dann halt nur noch auf Senden drücken. Und da man das Senden nicht richtig automatisieren kann, wird hier einfach tatsächlich auf Enter gedrückt. Also legit auf End, beziehungsweise erst aktiviert und dann auf Enter gedrückt. Das ist nichts weiter
als ein ganz normaler Clickbot, wenn man so möchte. Und dementsprechend nicht wirklich wahrscheinlich dafür geeignet, wenn ich jemals entführt werde. Aber ihr habt jetzt verstanden, wie diese ganzen Module funktionieren und dass das tatsächlich auch nur Menschen sind, die bauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, es war ein bisschen spielerischer. Gebt mir gerne Feedback, ich probiere immer mal wieder ein paar neue Sachen aus und ich hoffe, ihr konntet was Wertvolles hier mitnehmen und was lernen. Und ja, an der Stelle erstmal nochmal vielen Dank an euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Puh, okay, ich glaube, das Video ist ganz gut geworden. Moment. Oh mein Gott! Bitte schieß nicht! Nein! Ah! Just kidding.